Der Ablauf heute wird so sein, dass wir beginnen mit 3 kurzen Input-Vorträgen unserer Gäste. Nach jedem Vortrag haben Sie, also das Publikum, die Möglichkeit, erstmal die Verständnisfragen zu stellen. Also wenn es da noch weitere Abkürzungen gibt zum Beispiel oder bestimmte Zusammenhänge nicht klar geworden sind. Nach Ende dieser 3 Vorträge werden wir dann in die richtige Diskussion übergehen, wo wir dann auch Sie herzlich einladen, Ihre Fragen zu stellen. Als erstes wird heute Alexander Osterholt von der Entwicklungspartnerschaft rund um die Open Smart City App berichten und wie innerhalb dieser Partnerschaft die beteiligten Städte ihr Wissen teilen und gemeinsam an technischen Lösungen arbeiten. Ich möchte gern was zur Open Smart City App erzählen und auch zum Open Smart City Ecosystem. Das ist vielleicht an der Stelle ein etwas großer Begriff, aber ich komme gleich drauf, wieso wir den da eigentlich ganz gern verwenden und er einigermaßen auch passend ist. Die Open Smart City App ist eine Entwicklungspartnerschaft, die sich jetzt ja auch im Rahmen der Förderung, der MPSC-Förderung gegründet hat. Wir sind mittlerweile sehr viele Städte, die da an einem Ziel zusammenarbeiten. Und was ist jetzt überhaupt unser Ziel? Unser Ziel ist es, dass wir gemeinsam eine App entwickeln, die wir in unseren Städten nutzen können, weil wir alle der Ansicht sind, dass die App zukünftig der wichtigste Kanal für uns zur Stadtgesellschaft werden wird. Wir haben alle auch sicherlich Stadt-Homepages und diverse weitere Kanäle. Wir sind aber der Ansicht, dass die App zukünftig da den größten Fokus erfahren wird und die meisten Bürgerinnenkontakte darüber stattfinden. Das Ganze flankiert, und das ist ein Thema, was sich jetzt relativ ad hoc im Prinzip ergeben hat, bei uns noch eine Stehlensoftware, also parallel zu der Open Smart City App bringen wir jetzt auch die Stehlensoftware Open Smart City Screens. Also an den Begriffen müssen wir noch ein bisschen arbeiten. Wir sind jetzt nicht so Marketing stark unterwegs. Also dass wir diese Stehlensoftware für Informationsdisplays im Stadtgebiet auch mit in die Entwicklungspartnerschaft einbringen, weil wir einfach gemerkt haben, dass sich da sehr viele Schnittstellen ergeben. Durch die gemeinsamen Schnittstellen tatsächlich, also die gemeinsamen technischen Schnittstellen, die wir uns gegeben haben in der Entwicklungspartnerschaft, der Sprung für weitere Kanäle, die wir dann auch gemeinsam nutzen und weiterentwickeln, relativ klein ist. Um das Ganze ein bisschen zu konkretisieren, was ist jetzt überhaupt unser Mindset und was ist unsere Idee, die dahinter steht? Weil man kann jetzt sagen, eine gemeinsame Stadt-App, das ist schön und gut, aber da gibt es ja auch diverse andere Möglichkeiten am Markt, wie man sich da aufstellen kann. Für uns ist aber der Begriff, und das steckt tatsächlich ja schon im Namen drin, Open Smart City, also Open Source, da essentiell geht für uns um Open Source, um Open Data im Sinne einer gewissen digitalen Souveränität. Deswegen ist es für uns sehr wichtig, dass wir die Infrastruktur, die wir dahinter nutzen mit den Entwicklungspartnern, dass die auch auf offener Software basiert, dass wir die Daten offen bereitstellen, dass wir offene Schnittstellen haben. Das Ganze ist hier wirklich kein Marketing-Blabla in dem Sinne, sondern wirklich unser Verständnis. Und ich glaube, da werden wir nachher bei der Diskussion auch zu kommen, warum das für uns essentiell ist, Open Source, um die Themen langfristig abzusichern, damit wir überhaupt da auch in eine Weiterentwicklung einsteigen können, die wir dann auch entsprechend verstetigen. Wichtig ist dabei, dass wir, obwohl wir unterschiedlich große, kleine Städte haben, die dabei sind, immer auf Augenhöhe unterwegs sind und auch versuchen, mit wenig administrativem Overhead, möchte ich sagen, das Ganze zu managen. Dabei ist für uns auch ein entscheidender Punkt, dass wir entsprechend die lokalen IT-Dienstleister nicht aus dem Spiel nehmen. Und wenn wir gerade hier jetzt auch über das andere Themen sprechen, Masterportal, DiPass und so weiter. Viele Städte nutzen das, einige Städte nutzen was anderes. Aber das ist genau der Punkt, den wir nicht festlegen wollen durch die App. Also durch die App möchten wir nicht andere Dinge vorgeben, weil wir nur Schnittstellen zu bestimmten GDI-Systemen haben oder weil es nur Schnittstellen zu anderen Beteiligungsplattformen gibt. Das soll wirklich genau nicht der Fall sein. Deswegen auch die lokalen Dienstleister, die wollen wir da nicht aus dem Spiel nehmen, sondern eher stärken. Und so haben wir auch in der Entwicklungspartnerschaft die unterschiedlichsten Ansätze, wie die App nachher betrieben wird, weil wir auch irgendwie eine Serverinfrastruktur brauchen, auf der das Ganze läuft. Zusammenarbeit geht über Menschen, steht hier drauf, ist aber tatsächlich auch unser Commitment. Jetzt sind wir da im Vergleich zu anderen Entwicklungspartnerschaften vielleicht auch noch recht überschaubar. Deswegen haben wir da das Ziel, wirklich eine echte Community zu bilden und mit Leben zu füllen, auch gut erreicht. Um das Ganze jetzt etwas zu konkretisieren, was steckt denn jetzt überhaupt dahinter, wer ist dabei und wie muss man sich das de facto vorstellen? Stand jetzt sind wir 20 Kreise und Kommunen, die an der Open Smart City App zusammen mitarbeiten. Wir haben weitere im Beitrittsprozess, wir haben auch sehr viele Interessierte. Was aber tatsächlich eine ganz erhebliche Zahl ist, sind die 3,2
knapp Millionen Einwohner in der Bundesrepublik, die wir abdecken über unsere Mitglieder in der Entwicklungspartnerschaft, wo wir also schon auch ein gewisses Moment aufbauen können, auch in der Diskussion mit anderen Akteuren. Live und veröffentlicht sind bisher 6 Apps. Zum einen die Stadt Lohmar, Dortmund ist online, Oberhausen ist online, Remscheid, Bochum jetzt auch und Solingen auch tatsächlich. Die Solingen-App, die wir jetzt im Store haben, basiert noch auf einer alten Version. Also wir werden unsere auf der Open Smart City App basierende Version März veröffentlichen. Man sieht aber schon, dass die anderen Städte da auch genau auf dem Quellcode veröffentlicht haben. Und wer mag, kann sich natürlich da gerne auch mal einfach live einen Eindruck verschaffen, wie das aussieht und wie auch die Unterschiede sind, weil ich glaube, da kommen wir im weiteren Verlauf auch drauf. Herausforderungen, Schwierigkeiten, wie kriege ich die alle Entwicklungspartner unter einen Hut? Also von großen bis kleinen Städten haben wir alles dabei und decken das ab. Ich sagte gerade schon, versuchen das mit wenig administrativem Overhead zu gestalten. Und so ist auch der Beitrittsprozess sehr schmal, möchte ich sagen, beziehungsweise vielleicht auch gerade noch ein bisschen pragmatisch, weil wir in der Regel eigentlich Informationsgespräche mit den Städten führen, die mitmachen wollen. Die unterschreiben dann ihre Beitrittserklärung, dass sie im Prinzip auch auf die Ziele der Entwicklungspartnerschaft mit einzahlen wollen. Und dann ist man schon dabei. Also da gibt es keinen großen Weg und da sind wir recht pragmatisch unterwegs, kommen damit aber auch sehr gut durch die Tür. Und sobald man dann beigetreten ist, hat man entsprechend auch Zugriff auf das GitLab, auf die ganzen Komponenten und auf die ganzen Termine und die Austauschforen, die das Ganze dann mit Leben füllen. Diese Termine, die natürlich dann die Community ausmachen, wir haben das hier einmal kurz skizziert, wie da unser Ansatz Stand jetzt ist. Das wird sich auch nochmal zukünftig ändern. Aber bisher sind wir damit ganz gut gefahren, dass wir uns einmal im Monat mit den Entwicklungspartnern treffen, da auf der Leitungs- oder auf der Ebene der Projektleitenden und da auch dann tatsächlich über einen aktuellen Stand sprechen, aber auch über Module. Was habe ich vielleicht für ein Modul geplant? Um zu schauen, gibt es eine andere Stadt, die auch dasselbe Ziel hat, die vielleicht entweder mich mit guten Ideen unterstützt oder wo wir sagen, wir teilen uns sogar Ressourcen und schultern das Thema gemeinsam, das Modul, weil beide Städte den Use Case haben oder aber auch wirklich nur, um sich auszutauschen, was gibt es da für Möglichkeiten und vielleicht, was kann ich aus den Modulen machen, weil man die Dinger ja auch immer weiterentwickeln kann. Es gibt dann noch einen Steuerungskreis, der sich anlassbezogen trifft. Und das ist jetzt auch im Prinzip die ersten Learnings, die wir haben, dass wir gesagt haben, wir müssen jetzt aber auch vertiefende Workshops für die Technikerinnen anbieten, wo es also wirklich dann sehr konkret darum geht, wie kriege ich diese App ans Laufen, wie starte ich damit, weil wir auch die unterschiedlichsten, durch diese Offenheit, die ich gerade skizziert habe, die unterschiedlichsten Betriebsmodelle haben. Manche Städte haben eigene Entwickler, andere Städte machen das mit ihren Universitäten. Weitere Städte schreiben das Ganze aus, suchen sich Start-ups lokal mit ihrer Wirtschaftsförderung. Da haben wir also die verschiedensten Konstellationen, aber dadurch auch den unterschiedlichsten Kenntnisstand der Techniker, Technikerinnen, die mit der App dann starten und die versuchen wir darüber alle abzuholen. Und freue mich dann gleich auf die anderen Vorträge und die Diskussion. Frage an Solingen. Ich habe mit dem Nils Gerken aus Solingen schon mal Kontakt gehabt. Es geht mir um eine kleine Kommune. Wir bauen da jetzt eine Stele auf und waren am Überlegen, auch die Solingen-Software zu nutzen. Muss ich aus einer kleinen Kommune Teilnehmer bei Ihnen sein oder kann ich an den Code auch so? Ja, also grundsätzlich Open Source, das heißt der Code, also ich fange mal vorne an, die Solingen-App oder die Open Smart City App basiert auf dem Quellcode der Solingen-App, aber andere Städte haben auch sehr früh da rein mitgearbeitet, Remscheid zum Beispiel, dann die gerade anderen skizzierten, die dann auch gestartet haben, sodass wir Stand jetzt den Code quasi teilen in der Entwicklungspartnerschaft, weil wir gerade noch dabei sind, die Lizenz auszuwählen. Also das wäre eigentlich jetzt eins der Probleme, auf die wir gestoßen sind. Welche Lizenz wähle ich aus für die Open Source App, damit wir nachher alle Möglichkeiten haben. Das sollten wir jetzt nicht als Solingen quasi vorgeben, weil andere Städte auch mitgearbeitet haben. Deswegen haben wir da jetzt zuletzt Anfang des Jahres mit den Entwicklungspartnern die Entscheidung getroffen, dass es die MIT-Lizenz werden wird. Da haben wir jetzt gerade aber noch das Problem, ist der Haftungsausschluss laut unseren Juristen, also das ist alles irgendwie gar nicht so einfach, wie ich auch gedacht habe, der Haftungsausschluss nicht wirksam ist. Und deswegen muss da nochmal irgendwie eine kleine Vorschaltseite gebaut werden. Das ist gerade eine Diskussion. Dann wird das Ganze aber auch tatsächlich als Open Source entsprechend bereitgestellt auf allen öffentlichen Kanälen, auf Open Code und Co. Also da muss man nicht Mitglied werden. Wir freuen uns natürlich über jeden, der sagt, ich habe Lust mitzumachen und einfach auch an den Terminen teilzunehmen. Wir sind ja auch im Austausch wegen der Datenplattform und so weiter. Da ist ja Paderborn recht weit vorn. Da freuen wir uns natürlich, wenn wir dann zusammen in Termine kommen.
Und ich glaube, für eine kleine Stadt, ohne es jetzt genau im Kopf zu haben, ist der jährliche Mitgliedsbeitrag irgendwie 2.000 Euro, 1.500 Euro, der eigentlich nur dazu dient, dass man sagt, wir können halt einmal im Jahr uns auch treffen, haben irgendwie ein gewisses Mittel, um das zu organisieren. Man muss aber nicht Mitglied werden. Aber wir freuen uns natürlich über jeden, der teilnimmt. Versuchen das deswegen auch so niederschwellig wie möglich zu machen. Aber man muss nicht. Vielleicht kann ich es konkretisieren. Ich bin in Paderborn Projektleiter Smart City, das ist richtig. Paderborn ist Teil vom Kreis Paderborn und im Kreis Paderborn sind mehrere kleine Kommunen und wir wollen in einem Dorf jetzt mal eine Stele aufsetzen, also einen digitalen Aushang. War die Überlegung, die Solien-Software, die Infrastruktur zu nutzen und die App dann etwas später aufzusetzen. Also erstmal von der Steuerung kommen und deswegen ist ja auch die Frage, wann ist diese Software von Ihrer Seite verfügbar? Und wenn das läuft, dass man das natürlich vom Kreis auch in die Stadt reinspiegelt und dann sind solche Teilnehmergebühren ja nicht mehr das Problem. Aber für einen kleinen Ort, die noch immer einen Bürgermeister haben, ist das schwierig. Ja. Nee, also das wird in den nächsten Wochen, werden wir es veröffentlichen. Wenn das aber mit der Zeitplan jetzt knapp wird, dann gerne im Nachgang auch mal melden. Wir haben da auch Lösungen, wie wir dann Quellcode jetzt schon mal bereitstellen können, damit wir da halbwegs rechtlich auf der sicheren Seite sind. Sehr gut. Jetzt muss ich ganz schnell reden. Mein Name ist Daniel Jennet. Ich bin Dozent Stadtplanung an der HCU gewesen, Smart City Design in Berlin. Finde dieser Entwicklungsprozess, in dem Sie sich gerade befinden, mehr oder weniger in der Stadtverwaltung oder in der Akademie, an der Hochschule statt, oder ist da bereits die Öffentlichkeit daran beteiligt? Also gibt es da sowas wie Einsammeln von Fragestellungen, die potenziell von der Straße kommen, banal gesagt? Ja, gibt es in der Tat. Wir sind natürlich mit der ersten Version gestartet, mit den Use Cases, wo wir gedacht haben, die haben den meisten Benefit. Sind jetzt aber gerade dabei, auch das immer weiter auszurollen. Gerade ganz ad hoc mit den Bezirksvertretungen sind wir in Diskussion, weil wir die politischen Vorlagen auch in einer Art Stadtteilfunktion in die App reinbringen wollen. Also da haben wir jetzt auch genau Workshops mit der Bezirksvertretung, mit den Politikern, Lokalpolitikern vor Ort, die dann da mitarbeiten. Und das werden wir zukünftig auch auf die Bevölkerung ausdehnen. Den Beta-Test, den wir gerade machen für die Version 3, die wir jetzt im März veröffentlichen, da haben wir auch viele Bürgerinnen und Bürger, die schon mittesten und natürlich darüber auch Input liefern, ja. Gibt es sowas wie eine Augmented Reality Darstellung oder die eine gewisse Nähe von potenziellen Lösungen bereits ermöglicht? Also ich wüsste jetzt ad hoc kein Modul, was wir haben, wo es um das Thema Augmented Reality geht. Wir versuchen sehr wohl Sensordaten, Umweltdaten, wir haben ein Unwetter-Warnsystem, was wir etablieren, dass wir versuchen tatsächlich dann auch so aufzubereiten, dass es gut verständlich ist, aber da eher mit erläuternden Texten, mit Grafiken, mit Diagrammen, mit Möglichkeiten, das selber zu personalisieren. Eine Augmented Reality-Lösung haben wir in dem Sinne nicht. Vielen Dank erstmal, Alexander, für deinen Beitrag. Wir merken, da ist direkt richtig viel Interesse da und ich freue mich schon gleich, wenn alle Input-Vorträge gehalten wurden, dass wir dann nochmal mehr in die Diskussion gehen. Genau, jetzt gebe ich das Wort an Sebastian Böhm, der uns von der Entwicklungspartnerschaft der Energiedatenplattform berichten wird. Vielen Dank. Ich komme vom CUT-Projekt, also Connected Urban Twins. Nun zu den EPs. EP steht für den Begriff Entwicklungspartnerschaft und es wurde ins Leben gerufen in Mannheim beim MPSC-Kongress im Oktober letzten Jahres. Da hat dann CCC und Community haben wir dann eben so Treffen veranstaltet mit der Idee, das aufs nächste Level zu heben, also die bisherigen Arbeits- und Entwicklungsgemeinschaften. Denn man hat festgestellt, es klappt gut, dass Kommunen über ähnliche Themen reden, aber jetzt soll es auch ins Arbeiten gehen und was tun. Und für mich ist das die Überschrift Get the Party Started. Also jetzt geht es echt mal los, was Gutes zu machen. Organisatorisch sind wir so aufgestellt, dass wir ganz gut im Bundesgebiet verteilt sind. Aus Berlin, die Jessica Voth von Creative Climate Cities, wir in Leipzig sind dabei. Aus dem Raum Paderborn haben wir Guido Wiens von der Netzgesellschaft, also von einem kommunalen Unternehmen. Aus Regensburg sind es dann Emil, Laura und Marc, Carol aus Kusel, aus Kiel, Simon und Malte und Stadt Bamberg pausiert gerade ein bisschen, da war der Volker dabei, hat mit reingeschaut, fand es auch super interessant und die haben gerade erstmal andere Schwerpunkte. Und was wir alle gemeinsam haben, dass wir uns mit Energiethemen beschäftigen und uns darüber auch austauschen wollen. Und so sind wir eben auch ein bisschen gesplittet. Also wir haben so 2 Teilmengen in der Gruppe. Die einen schauen sehr fachlich drauf, also haben wir jetzt Regensburg, Paderborn und Kiel, die mit der Anwendung kommen. Die haben ein fachliches Problem,
die wollen digitalen Wärmezwilling bauen, die wollen Wärmesimulation machen, kommunale Wärmeplanung gestalten, Energiedatenplattform bauen. Und wir haben in Mannheim festgestellt, klingt doch alles ähnlich. Lass doch mal zusammensetzen und gucken, wie wir uns da helfen können beim Thema Ausschreibung, auch beim fachlichen Wissensaustausch, weil das wahnsinnig kompliziert ist und für eine Stadt auch echt neu, weil meistens hat man keine Data Scientists oder Energiewirtschaftler da und da muss man sich anders zu helfen wissen. Und die zweite Seite ist auf einer technischen Ebene, weil ich hatte nach Mannheim aus CAD ein Energiewende-Dashboard mitgebracht. Also es ist ein reines Open-Source-Dashboard gewesen, sieht man links. Basis war noch Grafana, auch wirklich Überschrift Proof of Concept. Okay, klappt das überhaupt? Versteht jemand die Ergebnisse? Und wir können einfach dort anzeigen, wie gerade die Energiewende in einer Region steht. Und man sieht im unteren Graph und die gelbe ansteigende Linie sogar die Balkonkraftwerke, die gebaut wurden. Das war jetzt Leipzig. Und bei uns auch der Hintergrund, dass wir mitten in der kommunalen Wärmeplanung stecken. Dieses Jahr die ersten Ergebnisse kommunizieren, aber eben noch Wege brauchen, unsere Ziele zu visualisieren, zu wissen, wo wir gerade stehen und auch zu überlegen, schaffen wir das auf dem eingeschlagenen Weg oder müssen wir nachjustieren? Und da setzt auch das Connected Urban Twins Projekt an, mit Simulationen sich dem Ganzen eben zu nähern. Also links gestartet und heute stehen wir auf dem rechten Punkt. Das sieht jetzt erstmal ein bisschen langweiliger aus, aber es ist ein technologischer Durchstich gewesen. Denn wir haben jetzt auf reiner Open-Source-Basis ein Softwareprodukt erstellt, auch in der IP. Also ein paar Leute, wir entwickeln da zusammen selbst. Wir können das mit täglicher Datenaktualisierung hinterlegen. Alles Open-Source natürlich und ist auch eine Community, die da quasi drinsteht, auch wenn sie klein ist. Und das war die erste Visualisierung von dem PV-Zubaupfad. Jetzt kommen wir zum Punkt, wie arbeiten wir? Wir treffen uns alle 4 Wochen online, eine Stunde, haben eine gute Taktung drin. CCC hat uns diesen wunderbaren Arbeitsraum links unten geschaffen. Also das ist ein schönes Miro-Board. Da hat jede Gruppe so, da kann man sich treffen, kann Wissen austauschen und da dokumentieren wir auch. Wir haben letztes Mal sehr intensiv fachlich geredet über die Wärmeplanungsthemen und die Wochen davor und vielleicht da mehr werden, wurde es auch eher technisch, wo die Programmierer und Data Scientists sich unterhalten haben. Das ist dann der rechte Teil von dem Bild. Wir arbeiten zusammen in GitLab. Wir haben auch schon Merge-Requests gemacht. Und das Spannende ist bei Entwicklern oder bei uns, wenn wir das machen wollen, wir brauchen eine Arbeitsumgebung, wo es klappt. Und die haben wir in Leipzig selbst gebaut. Also wir haben jetzt eine Cloud-Infrastruktur ins Büro gebaut. Das ist die Popper-Plattform. Da läuft Kubernetes. Das ist dasselbe wie bei Azure oder bei jeder anderen Cloud. Und das Charmante ist, wir entwickeln jetzt auf einer professionellen Umgebung. Ich kann das überall machen, weltweit. Check das ein, wird es automatisch getestet. Über die Plattform kann auf der Plattform deployed werden. Und wir haben so quasi dieselbe Infrastruktur. Und wenn es dann in die Replikation gehen soll oder in die Produktion, dann ist es nur ein anderes Ziel, wo wir es hinschicken. Aber der Rest ist im Prinzip gleich, weil es containerisiert ist. Und uns damit einfach, wir nutzen jetzt einfach die Werkzeuge der modernen Softwareentwicklung, um effizient zu arbeiten und das möglichst vielen Leuten zur Verfügung stellen zu können. Dann würde ich direkt überleiten an Claudius Lieven, der uns von der DPAS-Community erzählt, in der Kommunen eine Partizipationsplattform gemeinsam weiterentwickeln. Ja, super, vielen Dank. Ich freue mich, dass ich das heute hier vorstellen kann, was wir mit der DPAS-Anwender-Community angefangen haben. Okay, einmal ganz kurz, was ist DPAS? Was wird da eigentlich geteilt, transferiert und gemeinsam weiterentwickelt? DPAS steht für Digitales Partizipationssystem und ist eine Online-Beteiligungsplattform und auch eine digitale On-Site-Beteiligungswerkzeug. Das ist in Hamburg entstanden. Schon seit 2017 wurde das aufgebaut und ist bei uns seit 2020 richtig in Nutzung und mittlerweile auch in ein paar anderen Städten, nicht zuletzt durch die Connected Urban Twins. Was kann DPAS oder was macht es besonders? Online-Beteiligungssoftwares gibt es einige und gute. DPAS hat trotzdem so ein paar Spezialitäten quasi. Man kann eben vor Ort beteiligen mit Touchtables. Man kann auch online, wie bekannt, über Frontends auf Smartphone oder Tablet oder PC arbeiten. DPAS hat eine starke Anbindung an Geodaten, an Urban Data Plattform, an alles, was mit sogenannten Web File Services beispielsweise reinkommt. Das kann über das Masterportal, das in DPAS integriert ist, dargestellt werden und dadurch viel
raumbezogene Informationen darstellen. DPAS kommt aus der Stadtplanung und das merkt man dem Produkt auch so ein bisschen an, dass es halt sehr planungsaffin ist. DPAS arbeitet anonym, also ohne Anmeldung. Bislang die letzten Jahre, das ist auch für uns bisher immer gut gewesen. Und ein Vorteil davon ist, dass die Bürgerbeiträge verwaltungsübergreifend genutzt werden können, weitergegeben werden können, weil Beteiligungsverfahren häufig auch 2, 3 Jahre später noch interessant sind, von anderen Units dann weiter genutzt werden. Und wenn man das nicht vorher alles sich hat freigeben lassen, kann man es nachher praktisch nicht teilen. Wenn das anonym ist und frei von personenbezogenen Daten, geht es viel leichter. Und DPAS ist Open Source, auch veröffentlicht auf Open Code und kann also entsprechend runtergeladen werden. Und wir bringen da auch immer die neueren, stabilen Versionen, nachdem wir sie eine Weile getestet haben, drauf, sodass wir das also auch permanent aktuell halten. Und wir haben uns 2021, 2022 angefangen, Gedanken zu machen, zu sagen, es wäre doch toll, diese Open-Source-Software, die so auf Transfer und Replikation ausgerichtet ist, wenn die auch mit anderen gemeinsam genutzt und weiterentwickelt werden kann. Das haben wir im CAD-Projekt machen können. Da sind München und Leipzig dazugestoßen und haben DPAS installiert und angefangen, es zu nutzen. Die Stadt Bremen ist ebenfalls schon 2022 an den Start gekommen und mittlerweile sind auch Kiel und Haßfurt dazugestoßen. Mit einigen weiteren sind wir auch im Gespräch. Hier einmal ein Bild von der Auftaktsitzung, Treffen für die DPAS Community im letzten Oktober. Einige hybrid dazugeschaltet, einige in Präsenz vor Ort. Und der Gedanke steht da, DPAS zusammen weiterdenken und auch zusammen weiterentwickeln, also gemeinsam eine Open-Source-Software besser machen und vielleicht auch ihre Anwendungsmöglichkeiten verbreitern. Was bringt die Community? Was will sie leisten? Sie will leisten Erfahrungsaustausch, auch in der Anwendung. Wie macht man digitale Beteiligung? Sie eröffnet den Mitgliedern die Möglichkeit, bei Weiterentwicklungen mitzuwirken, eigene Weiterentwicklungen durchzuführen. Es gibt eine wöchentliche Sprechstunde, wo Fragen technischer Natur vor allen Dingen auch gestellt, diskutiert, erörtert, beraten werden können. Die Aufwände werden geteilt, das heißt, es ist so wie bei der Soling-App oder beim Masterportal, es ist ein kleiner Mitgliedsbeitrag erforderlich, weil das Ganze natürlich auch einen gewissen Kostenteil hat. Dieser Mitgliedsbeitrag ist aber im Rahmen der MPSC-Projekte beispielsweise förderfähig und das Ganze soll dazu dienen, die digitale Souveränität zu stärken, also wirklich ins digitale Arbeiten, Informieren, Kollaborieren hineinzukommen. Wir haben eine Trägerstruktur gebildet dafür, die besteht aus unserem Landesbetrieb Geoinformation und Vermessung in Hamburg, der sehr viele Entwicklungsaufgaben übernimmt. Hier in der Behörde für Stadtentwicklung und Wohnen sind fachliche Leitstelle und steuern so ein bisschen den Gesamtentwicklungsprozess, und Dataport kümmert sich ums Community Management und, das zeige ich später noch, bietet auch DPAS as a Service an jetzt. Die Community hat im Wesentlichen 2 Gremien. Einmal nennen wir das strategische Kommission und da wird erörtert, was kann die Software, was soll sie noch können, wohin soll es weitergehen, was sind interessante Perspektiven, die man vielleicht entwicklungstechnisch erreichen kann. Und wenn etwas gebaut worden ist oder gebaut werden soll, dann wird in dieser Kommission darüber diskutiert, ob diese Add-ons oder neueren Funktionsmodule in den sogenannten DPAS Core kommen. Das heißt, ob sie in das dann veröffentlichte Programm reinkommen, sodass es allen zur Verfügung steht. Und da ist die Frage, ist das so gut? Ist das ein Anwendungsfeld, der für alle relevant ist und so? Oder ist das eine Spezialität, die vielleicht super für einen Einzelnen ist, die aber nicht alle anderen mithaben wollen? Weil der Vorteil für denjenigen, der etwas entwickelt, was in den Core geht, ist, dass er sich nicht mehr um die Pflege kümmern muss. Weil Software evolviert immer weiter. Nach ein paar Jahren kann es sein, wenn man ein Add-on entwickelt hat, dass es nicht mehr in der Hauptversion funktioniert. Wenn es im Core ist, wird es mitgepflegt und mitgenommen. Es ist ein Mehrheitsgremium und findet quartalsweise statt. Und auch noch eine technische Kommission
Und die kümmert sich wirklich um diese Fragen, wenn einer was entwickelt hat, passt das, entspricht das den Code-Kriterien und so weiter, sind da keine Abhängigkeiten verbaut worden und so. Das ist ein Gremium mehr für die technisch Beschlagenen. Es gibt 2 Betriebsmodelle für DPaaS as a Service. Das ist seit ein paar Monaten verfügbar und wird auch von uns in Hamburg genutzt und von Kiel und von Bremen. Bedeutet, dass das im Rechenzentrum von Dataport gehostet wird, dass wir uns gemeinsam eine Rechner-Server-Infrastruktur da teilen. Das hat Kostenvorteile. Und es ist auch hochverfügbar, stabil, sicher, BSI-zertifiziert. All diese Dinge, die gut sind im Betrieb von Fachverfahren. Und auf diese Weise kann sich das jeder in Deutschland bei Dataport verschaffen. Man kann es aber auch on-premise auf eigenen Rechnern installieren und betreiben. Das macht beispielsweise Leipzig und das macht auch München. Man muss natürlich dann da ein bisschen die Software und also die Hardware vor allen Dingen haben und sie auch selber pflegen. Man kann aber auch dann alles ganz selbstständig bestimmen, machen, tun. Gemeinsam im Mehrfamilienhaus können wir jetzt als Hamburg auch nicht plötzlich sagen, oh, da möchten wir schnell mal eine Änderung. Damit müssen wir dann auch durch die Gremien und stehen genauso wie alle anderen vor der Frage, ist das, was für einen gut ist, gut für alle? Das ist ein etwas anderes Vorgehen, aber auch bewährt. Es gibt eine ganze Reihe von Informations- und Schulungsmaterialien zu DPaaS, die auch Open Knowledge sind. Vor allen Dingen ist das DPaaS.org. Auf Open Code ist eben das Repository. Es gibt ein Wiki, es gibt eine Menge YouTube-Tutorials. Es gibt ein internes Kundenportal, das heißt also jetzt für die Community-Mitglieder. Und natürlich gibt es auch immer Updates auf Social Media und manchmal werden auch Arbeiten geschrieben oder Artikel veröffentlicht zu DPaaS. Die publizieren wir dann auch, weil die manchmal noch so einen Deep Dive in verschiedene Themen ermöglichen. Das wäre mein kurzer Überblick zu DPaaS. Vielen Dank nochmal an die 3 Impulsvorträge und dann können wir jetzt eigentlich gut in die Diskussion starten. Wir haben jetzt die 3 Anwender-Communities ein bisschen kennengelernt und wollen die jetzt aber nochmal ein bisschen besser kennenlernen. Und genau, ich werde jetzt mal eine Frage reingeben. Sobald im Publikum Fragen aufkommen, melden Sie sich gerne und dann schalten wir Sie dazu. Ich würde als Auftakt einmal so einen kleinen Erzählimpuls in die Runde geben. Sie sind ja schon ein bisschen drauf eingegangen oder ihr seid ja schon drauf eingegangen auf die Communities und wie die so arbeiten. Aber vielleicht könnt ihr noch mal so aus der Praxis erzählen. Wie arbeitet und organisiert sich eure Community im Alltag? Also vielleicht könnt ihr erzählen, was so größere Meetings oder Formate waren oder auch welche Themen ihr zuletzt besprochen habt. Genau, so ein bisschen, wie arbeitet die Community, wie oft sieht man sich, was bespricht man? Ja, also ich kann vielleicht gerne erzählen, wie wir jetzt zuletzt uns in Solingen getroffen haben, das erste Mal mit der Community. Das war nämlich sozusagen unser Kick-Off, den wir eigentlich zu Corona-Zeiten schon mal machen wollten, aber das hat natürlich dann irgendwie nicht funktioniert und wie sowas ist, wird das dann geschoben. Das war auch das erste Mal, dass wir uns alle dann in der ganzen Gruppe persönlich getroffen haben. Vorher gab es halt überwiegend die Videocalls und das hatte ich ja gerade auf den Slides, also dass da entsprechend dann auch die Austauschformate stattfinden, was sich so ein bisschen kristallisiert, dass sich da Teilgruppen bilden, je nach Fokus, eher strategisch, eher technisch. Aber tatsächlich jetzt Anfang des Jahres haben wir uns das erste Mal in Solingen alle Mann und alle Frauen getroffen, um über das Thema zu sprechen. Und wir sind gerade in der Situation, das ist eigentlich recht spannend auch zu sehen, wie die anderen Entwicklungspartnerschaften da aufgestellt sind. Da sind wir ja noch einen Schritt weiter vorne, beziehungsweise haben auch vielleicht eine andere Komplexität nochmal bei dem Thema, weil wir ja eine App entwickeln, die jede Stadt nutzen können soll, von groß bis klein, also auch da die Fragestellung, die wir auch zu beantworten hatten, wie bauen wir das technisch auf? Also wie bauen wir technisch die App so, dass Städte, die das Design komplett eigenständig machen wollen, weil sie auch eigene Entwickler haben, dass die komplette Freiheit haben, bis hin aber auch zu kleinen Städten, die sagen, ja, wir wollen halt irgendwie irgendwas nachnutzen, irgendwie vielleicht ein Stadtwappen tauschen wir aus und unsere Stadtfarben, das war's, den Rest passen wir nicht an. Wie bilden wir das technisch ab? Und das Ganze wirkt aber nachher auch auf die Organisation. Wie stellen wir uns also im Bereich Governance auf? Und das ist natürlich dann auch sehr spannend, wie weit DPaaS und andere Entwicklungspartnerschaften da sind. Und das gucken wir uns natürlich interessiert an.
Wir sind aber genau jetzt gerade für uns ein bisschen in der Entwicklungspartnerschaft am herauskristallisieren, was ist der richtige Weg. Und wie viel, das kam ja auch raus, ein bisschen haben wir immer einen Zielkonflikt zwischen Standardisierung, einfacher Nachnutzbarkeit und Individualisierung. Wie kriegen wir das unter einen Hut? Ja, sind gerade da so ein bisschen in einer Sturm- und Drangphrase, klingt jetzt zu dramatisch. Aber das war genau das, wo wir doch diskutiert haben, als wir uns getroffen haben, wo wir jetzt gesagt haben, dass wir haben einmal unser Verständnis hergestellt davon, gehen jetzt aber in Teilgruppen, die Themen halt ad hoc adressieren. Also wer sich eher über die Technik kümmert, wer möchte eher sich um das Thema Governance kümmern, vertiefen das, finden uns da zusammen. Ja, merken auch, dass wir irgendwie eine weitere Organisationsform brauchen. Gerade läuft das komplett unter diesem Community-Gedanken. Sehr flexibel, aber irgendwie einen weiteren Rahmen müssen wir drum ziehen. Und das war eigentlich so ein ganz spannender Termin, das mitzuerleben, weil wir da alle uns das erste Mal live getroffen haben. Alle nicht so wirklich wussten, was erwartet uns da. Und dann aber schön zu sehen, dass genau, und das, glaube ich, dieses Mindset ist uns halt sehr wichtig, dass halt nachher alle engagiert an den kleinen Tischen standen und wir hatten ohne Ende Post-its und ohne Ende Ideen, dass das halt dann trotzdem so zusammenkommt. Also das, glaube ich, kann man wirklich unterstreichen. Community, da wirklich Zusammenarbeit geht über Menschen und wenn man sich da zusammen auf Augenhöhe begegnet, dann kriegt man die Themen wirklich gut voran. Vielen Dank. Du sprichst jetzt gerade schon das Thema Governance an. Das würde ich total gern parken und da gleich nochmal in Ruhe drüber sprechen und erstmal den anderen beiden nochmal die Möglichkeit zu geben, über den Alltag zu sprechen. Wie bei Alexander hat ja Sebastian auch gesagt, ihr trefft euch monatlich. Bei Claudius war es quartalsweise. Ne? Vielleicht könnt ihr auch nochmal davon sprechen, wieso die Zusammenarbeit läuft. Ich würde gleich den Ball aufnehmen von Alexander, der gesagt hat, dass er muss ja mit Leben gefüllt werden. Am Ende sind es halt Menschen, die da arbeiten. Und das war auch, als wir aus Mannheim rausgefahren sind, so alle, dann war auch klar, es muss jetzt irgendwie klappen, da ein Remote-Team aufzubauen. Man wird sich nicht so schnell wiedersehen. Und da ist für mich immer die erste Frage, wie kommunizieren wir und wie arbeiten wir? Und Kommunikation gibt es verschiedene Kanäle. Jetzt versuchen wir Rocket Chat zu benutzen, auch von der auch organisiert quasi von der MBSC-Community, das noch mit Leben zu befüllen. Wir haben da auch einen eigenen Raum, aber da passiert noch nicht so viel. Wir haben auf der WUF eine Seite, aber wir müssen uns irgendwie eine Identität geben. Sonst läuft das auseinander. Und der einfachste Weg war, einen Regeltermin festzustellen oder festzulegen, alle 4 Wochen. Immer eine Stunde. Es muss ja auch noch ein Arbeitsalltag passen. Die Leute haben ja auch noch eine richtige Arbeit. Und ich komme aus der agilen Welt und bin total überzeugt davon. Und sehe es ganz schön, dass wir so ein crossfunktionales Team an der Stelle sind. Wir haben alle Fähigkeiten an Bord, um was tun zu können. Und ja, das Coden ist halt so ein Punkt, das findet wirklich nebenbei statt. Da gibt es keine Treffen. Aber prozessual arbeiten wir dann auch eher im 4-Augen-Prinzip. Also es war dann so, man einigt sich drauf, was wäre als nächstes relevant zu tun. Dann teilen wir die Arbeit auf. Es wäre dann auch schön, das in einen richtigen Entwickler-Workflow quasi zu pressen, dass wir da eine Struktur haben, dass wir unsere Zeitkette vornehmen. Da gibt es auch Phasen und auch eine Überprüfungsphase und eine Testphase, dass du das alles sauber abdecken kannst. Und mach das halt jemand, wenn es soweit ist, dann kriegst du eine Mail, das ist ein Merge-Request und dann schaut man sich den an und dann wird er bestätigt. Ja, und das sind wir jetzt auch am Einüben. Also wie wir da jetzt langfristig nach vorne gehen, das bin ich jetzt auch gespannt. Die Stunde ist knapp, gerade auch mit den fachlichen Themen. Aber ich denke, wenn man es effizient macht, klappt das dann noch weiter. Bei uns, ich hatte gesagt, diese Kommission, das ist so eine quartalsweises Zusammenkommen, aber zwischendurch findet die Hauptarbeit eigentlich statt. Wir hatten gerade gestern eine größere Runde, wo wir uns angeschaut haben oder gezeigt bekommen haben von den Developern die Umsetzung jetzt für DPass 3.0. Wir haben jetzt momentan Version 2.9.7, 2.9.8 und 3.0 soll eigentlich die erste richtige community-fähige Version sein. Weil bisher haben wir quasi DPass aus Hamburg, aus Hamburger Blick raus entwickelt und da gab es halt genauso Sachen, Logos, Farben, alles hart gecodet. Weil das war für Hamburg, das brauchte man sozusagen nicht konfigurierbar zu machen, aber wir haben schnell in den Gesprächen mit Leipzig und München erfahren, nee, das geht ja nun gar nicht. Wir müssen die Möglichkeit haben, das anzupassen. Das wurde dann erstmal wirklich im Code angepasst, aber natürlich steht da schnell die Situation und sagt, nein, das muss alles konfigurierbar werden. Viel mehr Dinge müssen konfigurierbar werden, damit sie in unterschiedlichen Umgebungen für große und kleine
funktionieren. Und die Farben, das ist so eine Sache, das zieht sich ja total durchs ganze Werkzeug durch. An allen Ecken und Enden tauchen bestimmte Farbschemata auf, Schriften natürlich auch. Und Entwicklung einer community-fähigen Version war ein langer Gang. Das hat sich von den ersten Anfängen bis jetzt zur Veröffentlichung in 3-4 Wochen praktisch 1,5 Jahre hingezogen. Das fing halt an mit der Zusammenarbeit mit vor allen Dingen Leipzig und München, dass wir auch realisiert haben, was alles dranhängt, was gewollt wird. Dann haben die Städte angefangen, DeepUs zu nutzen und haben auch Erfahrungen gemacht und Fragen gestellt und Ideen eingebracht, was man noch verbessern kann oder auch schon erste kleine Veränderungen vorgenommen. Ich weiß nicht, ich glaube, Christine Bolanz ist auch in der Runde, die kann vielleicht aus Leipziger Perspektive, wenn sie mag, noch auch was dazu sagen. Und so sind also auch DevOps, also Entwicklungsaufgaben mit eingeflossen aus den anderen beiden CAD-Städten in die Anforderungserhebung für die Entwicklung von jetzt DeepUs 3.0. Das wird dann auch regelmäßig kommuniziert. Wir haben so Sprint-Reviews, also in den Phasen, in denen die Development-Teams richtig entwickeln, gibt es 14-tägige Online-Sitzungen, in denen vorgestellt wird und an denen jetzt auch die Community-Mitglieder regelmäßig teilnehmen. Also gestern habe ich gesehen, Bremen war dabei, Haßfurt war dabei, Leipzig war dabei. So wird geschaut, wie das alles hinkommt und es fließen schon gute Ideen ein und es fließen auch schon erste Inkremente ein. So. Wir sind ja noch total am Anfang. Also mit so einer großen Runde mehrerer Städte und all den Dingen, die da dranhängen, das muss man einüben. Das muss erstmal was funktioniert an der Übergabe von Aufgaben, Übernahme von Aufgaben. Wie kommt es hin? Und jetzt werden wir aber bald den nächsten großen Schritt machen können und eine Version haben, die halt viel leichter auch anpassbar ist für weitere Nachnutzer. Was ich da so raushöre, steht eher an unterschiedlichen Punkten in diesen Entwicklungspartnerschaften. Also die Energieplattformen finden gerade ihre Strukturen, Prozesse, Kommunikationsplattformen. Bei DeepUs sind es schon etablierte Prozesse, die ihr da verfolgt, so wie ich dich jetzt gerade gehört habe. Vielleicht könnt ihr alle drei mal über den Ansatz sprechen, den eure Community verfolgt. Also welchen Charakter hat die Organisation? Ist es eher zentral oder dezentral? Und auch, warum habt ihr euch für diesen Ansatz entschieden? Was sind also die Vorteile oder vielleicht auch Nachteile draus, die ihr jetzt schon so erkennt langsam? Gibt es jemanden, der das so in der Hand hält und es durchstrukturiert und eine Plattform gibt für andere, um sich zu beteiligen? Oder sind es eher Communities, die wirklich, ich nenne es mal so Grassroots-mäßig, sich organisieren, ne? Du hast gesagt, ihr seid irgendwie in Kontakt mit dem CCC. Das ist ja auch so eine sehr offene, community-based Arbeitsweise auch, ne? Also so, es geht so ein bisschen um die Arbeitsweise, die ihr verfolgt und den Organisationscharakter vielleicht, genau. Ja, in Solingen sind wir genau da im Umbruch. Wir sind noch eine überschaubar große Community mit 20 Städten und Kreisen. Sprich, man kennt sich. Wir sind da sehr kooperativ durch die Themen. Wir haben alle Entscheidungen einstimmig bisher getroffen. Das heißt, wir wissen gar nicht, wie das wäre, wenn wir jetzt mal nicht einer Meinung sind bei einem Thema. Das ist also wirklich sehr gut, aber wir merken sehr wohl, dass das Ganze auch irgendwo Grenzen hat, gerade bei der Größe, und sind jetzt genau da auch am Schauen und sind aber, glaube ich, gedanklich bei dem Punkt, ein Community Management in einer wie auch immer oder Product Owner, also irgendwie eine zentrale Rolle brauchen wir schon, die die Fäden zusammenhält. Einiges haben historisch wir aus Solingen gemacht. Wir wollen aber gar nicht dem dauerhaft unseren Stempel aufdrücken, haben aber auch natürlich die Herausforderung, dass wir im September schon die MPSC-Förderung verlassen, was natürlich dann auch wieder eine Frage darstellt, wie viele Ressourcen man noch für solche Themen bereitstellt. Also für uns die Open Source Community tatsächlich der Garant für eine Weiterentwicklung, dass das Ganze weitergeht, auch nach der Förderung. Aber den Impact oder den Input, den wir gerade leisten, werden wir natürlich dann auch nicht nach der Förderung aufrechterhalten können. Deswegen genau die Frage, und da kann ich jetzt gar nicht beantworten, wie es bei der Open Smart City App Entwicklungspartnerschaft weitergehen wird, weil wir da genau in der Diskussion sind, merken aber, so ganz Grassroot-mäßig wird es wahrscheinlich nicht mehr gehen ab einer gewissen Größe. Vielleicht kann ja Claudius oder Sebastian da irgendwie auch Impulse geben. Also sozusagen, wenn ihr sagt, dass ihr das gerade so ein bisschen in Frage, also so, dass das gerade die Frage ist, ne? Wie treffen wir vielleicht Entscheidungen, wenn es größer wird? Was habt ihr denn da für Erfahrungen? Wir haben jetzt irgendwie 6 Mitglieder und wollen vielleicht bis Ende des Jahres
10 sein, idealerweise. Also ein langsames organisches Wachstum wäre mir lieber als ein exponentielles, weil damit würden wir überfordert sein. So. Und das Organisationsmodell, wir haben, jetzt haben wir ganz hemmungslos abgeschrieben bei der Masterportal-Implementierungspartnerschaft. Das Masterportal kennen viele vielleicht, weil es schon relativ weit verbreitet ist. In Deutschland ist quasi ein WebGIS-System so. Und die haben aber auch abgeschrieben bei anderen Open-Source Entwicklungs-Communities, weil die Herausforderung, und das haben wir auch so unterwegs gelernt, ist, mit Begeisterung startet man mit Open Source und sagt, das ist super, man kann teilen, alles ist offen und sichtbar. Man erntet aber natürlich auch gleich die komplette Verantwortung und die Herausforderung, die Software immer auf Stand zu halten, immer sicher zu halten. Security Patches, regelmäßige Updates. Wir haben da Vereinbarungen mit dem Rechenzentrumsprovider, und da ist eben auch die Thematik BSI, Bundesamt für die Sicherheit in der Informationstechnik. Das muss alles Levels entsprechen. Das ist durchaus nicht unerheblich, was man auch dann fortlaufend machen muss. Und natürlich eine Software, man kann nicht sagen, die ist fertig und jetzt lassen wir sie 5 Jahre liegen, dann ist sie weg. Also die muss die muss permanent evolvieren, gerade in diesem sich schnell entwickelnden Feld von Smart Cities. Und da ist es eigentlich gut, wenn man nicht alleine unterwegs ist, sondern wenn man sich vielleicht mit vielen zusammenfindet und sowas gemeinsam versucht zu machen, Aufwände zu teilen, Erfahrungen zu teilen und auf die Weise diesen Ansatz lebendig zu halten, weil es ist eine gewisse Herausforderung. So, das gebe ich mal zu, haben wir vielleicht am Anfang fast so ein bisschen unterschätzt. Jetzt sehen wir aber am Masterportal, das geht, das kann man stabil halten, das kann gut wachsen, und wollen versuchen, das in die Richtung weiter zu gehen. Und auch eben, wenn die Förderung ausläuft, oder sehen natürlich die Notwendigkeit, so etwas längerfristig zu betreiben. Und das MPSC-Programm soll insoweit ein Stück einen Anschub geben, aber die Konzeption ist so ausgerichtet, dass es mit einer gewissen Anzahl von Mitgliedern selbsttragend sein kann. Im Moment haben wir da noch keine wirkliche Organisationsform. So, das ist sowas Ähnliches wie ein Verein, ohne ein eingetragener Verein zu sein. Strategisch, langfristig, vielleicht ist es interessant, auch über sowas wie eine Genossenschaft nachzudenken. Es gibt ja IT-Datengenossenschaften. Das könnte eine Organisationsform sein, die für so etwas recht angemessen ist. Aber da sind wir haben ja die Community noch nicht mal vor einem Jahr gegründet. Also sind wir noch nicht so weit, dass wir wirklich schon über den zweiten Schritt gründlich nachgedacht hätten. Ich mag den Punkt, den Claudius gerade gemacht hat beim Thema Open Source. Es wirkt immer einfach und billig. Aber Open Source heißt, ich muss Kompetenzen aufbauen, langfristig. Ich kann auch sagen, ich baue das alles extern mit Entwicklern. Dann heißt es aber, ich muss Projektmanagement-Kompetenz bei mir haben. Ich muss wissen, wie Softwareentwicklung funktioniert, worauf ich achten muss. Und ich brauche die Doku bei mir. Es ist schön, ein Ticketsystem beim Entwickler zu haben. Wenn die wechseln, die Firmen, weil man irgendwie einen besseren gefunden hat oder die zu sind mit Aufgaben, du brauchst die Historie von den Tickets. Ich finde das gut, das mal klar zu machen. Open Source finde ist ja super, ne? Wir machen das ja genauso, aber die Konsequenz ist vielleicht nicht immer klar, und im Betrieb gar nicht zu reden, und Claudius hat auch DevOps angesprochen, das bildet auch wieder Ressourcen. Bei uns ist ja nochmal anders gelagert, da wir verschiedene Städte sind und Leute, die das freiwillig machen und Bock drauf haben. Also unsere Herausforderung ist ja noch, dass wir keine zentrale Dokumentenablage haben oder kein zentrales Arbeitswerkzeug. Es gibt ja genügend Werkzeuge, auf denen man kollaborativ zusammenarbeiten kann. Miro ist ein Beispiel, Confluence, Trello, Jira, alles Mögliche. Wenn man die benutzen wollte, dann klappt das erst. Also den Beschauungsprozess will ich mir gar nicht vorstellen in so einer Stadt. Und wie es dann mehrere Städte noch bei sich organisieren, keine Chance. Also sehe ich gerade nicht, wie das klappen könnte, dass man sich da mal was teilt und da zusammen drauf arbeiten kann. Aber man braucht es unbedingt. Ich muss irgendwo das dokumentieren, was ich gemacht habe, und das muss jemand Drittes sehen können. Man kann das ein Stück weit umgehen und lösen. Das machen wir jetzt gerade. Und zu den Entscheidungsprozessen, die du ansprachst, wir sind nicht so viele, wir sind irgendwie so circa 8 Leute, glaube ich, geschätzt. Jeder bringt Kompetenz mit, und da wird halt offen diskutiert, und am Ende gewinnt das beste Argument und im Zweifel dann Konsent-Verfahren. Also wenn es keinen harten Widerspruch gibt, dann akzeptiere ich das, was die Person, die sich damit beschäftigt hat, auch äußert.
Bei uns war der Punkt, wir haben uns erstmal gesagt, wir bauen das alles straightforward in Python, schön im Monolith, wie man es halt nicht macht. Aber man kann es später ja aufsplitten in Microservices. Und dann meint auch Carol, wenn du es in Python baust, das Frontend wird irgendwann blöd, weil super kompliziert. Wir sollten auf was anderes umstellen. Und er sagt, guter Punkt. Machen wir gern später, wenn wir genau wissen, wie es aussehen soll. Jetzt erstmal Geschwindigkeit versuchen aufzubauen und behalten. Und wo wir noch alle eine ähnliche Fähigkeit haben. Ja, bei Frontend-Entwicklung wäre ich jetzt zum Beispiel auch raus. Dann dreht sich alles auf eine Person, was auch nicht gut ist für so eine Gruppe. Wir sind jetzt gerade schon bei diesen Herausforderungen durch Open Source, worüber ich mit euch sprechen wollte. Vielleicht könnt ihr da noch ein bisschen teilen. Also welche weiteren Herausforderungen, vor welchen steht ihr und eure Communities und inwiefern sind die organisatorisch oder rechtlich oder kulturell bedingt? Also jetzt ging es um den Beschaffungsprozess als ein Beispiel im Sinne des Voneinanderlernens. Wie begegnet ihr diesen Herausforderungen? Gibt es noch weitere bei euch? Also außer sozusagen zum Beispiel diese Dokumentenablage, die es jetzt gab und ich sag mal, das am Leben halten des Arbeitsprozesses in so einer Open Source Community. Vielleicht ist auch nochmal wieder aus Solingen da der Einblick tatsächlich. Die Plattform haben wir. Wir machen das bei uns auf dem GitLab, arbeiten da zusammen. Aber die Frage stellt sich, wie wir das tun. Ne? Also da muss man auch ein gewisses Regelwerk sich auferlegen und dann greifen ganz schnell Governance und technische Themen ineinander. Aber das habe ich jetzt, glaube ich, schon ein, zwei Mal erwähnt. Was sich für uns aber ganz konkret für eine Frage gestellt hat, war halt, welche Lizenz wir wählen. Also vor dem Hintergrund haben wir tatsächlich auch eine rechtliche Beratung gehabt, weil wir Sorge haben, dass die Lizenz, wenn wir sie zu eng wählen, uns nachher den Weg verbaut, wenn wir weitere, zum Beispiel E-Government-Module in der App hinterlegen wollen, mit einem zu strikten Open-Source-Gebot möglicherweise irgendwelche Schnittstellen nicht mehr von irgendwelchen oder E-Government-Fachanwendungsherstellern die Schnittstellen nicht mehr anbieten können. Wenn wir nachher über Bund-ID nachdenken zu implementieren, sind da alle Bibliotheken immer unter der Open-Source-Lizenz auch kompatibel, die wir einbinden. Deswegen haben wir da viel diskutiert, haben auch juristische Beratung eingeholt, haben uns jetzt auf die MIT-Lizenz geeinigt, stehen aber wie gesagt immer noch vor dem nächsten juristischen Thema. Was ist mit dem Haftungsausschluss? Also wie formulieren wir das technisch? Juristisch, dass es halt dann entsprechend technisch auch abgebildet wird, dass wir das so umsetzen. Gerade Thema Lizenz ist, glaube ich, schwierig, gerade auch vor dem Hintergrund der Lizenzen, die weitere Staffeln bei der MPSC-Förderung ja auf der sozusagen Whitelist haben. Was sieht der Fördermittelgeber da als Open Source an und was eher nicht? Das macht es natürlich auch nochmal schwierig, weil wir da natürlich möglichst maximal offen sein wollen. Die Punkte, über die wir hier diskutieren, sind ja irgendwie auch bei vielen Stellen ähnlich. Und wir haben sehr, sehr viele Open-Source-Entwicklungsprojekte, die sich jetzt aus den MPSC-Projekten ergeben. Da wäre es nicht schlecht, wenn wir irgendwie ein gewisser Standard sich rauskristallisiert oder aber auch von zentraler Stelle da vielleicht irgendwie ein gewisser Support geboten wird, damit die Fragen, vor denen wir 3 Communities jetzt stehen und viele weitere, die hoffentlich auch entstehen, die sich dann auch darstellen, dass die da schon beantwortet werden können. Weil das wäre, glaube ich, meine oder unsere Worst-Case-Vorstellung. Wie gesagt, wir sind im September aus der Förderung raus und wollen dann natürlich auch heftig nachnutzen. Ne? Freuen wir uns natürlich auf die ganzen coolen Use-Cases, die andere Städte gerade umsetzen. Aber wenn das Ergebnis der Förderung nachher ist, es liegt alles einfach bei Open Code in einzelnen Projekten, dann ist es zwar nachnutzbar, aber nicht wirklich nutzbar. Und da müssten sich halt diese Communities irgendwie bilden. Das hoffen wir und da hoffen wir, dass einfach auch durch eine zentrale Instanz da vielleicht ein bisschen Support gegeben werden kann zukünftig. Dieses Thema verbaute Module, Schnittstellenabhängigkeiten, das ist schon relevant. Unser DeepL-System besteht jetzt ja auch oder hat eingebunden mehrere andere Open-Source-Softwares, die nicht von uns hergestellt werden. Also da ist Drupal, da ist Vue.js im Frontend, da ist das Masterportal und da ist auch eine PostgreSQL-Datenbank drin. So. Die entwickeln sich alle weiter und das steuern wir nicht. Hoffentlich entwickeln sie sich weiter. Es sind auch schon mal Dinge dann nicht mehr weitergegangen. Das beinhaltet immer Dinge, die müssen im Blick gehalten werden und kohärent gehalten werden. Manchmal ist es auch so bei so einem System, das dann irgendwie wächst, dass man feststellt, es wäre toll, jetzt etwas einzubauen, was aber leider nicht vollständig Open Source ist. Das ist Hörensagen, aber wir haben ja auch eine Urban Data Plattform in Hamburg, ein tolles System, aber das ist ein sehr komplexes System und das kommt dann schon fast nicht mehr ohne Dinge aus, die nicht unter Open Source Lizenzen so vollständig veröffentlicht sind. Also da gerät man auch an Grenzen. Das ist so die eine Seite. Die andere Seite, die Akzeptanz von Open Source Software, das haben wir festgestellt,
oder die Haltung dazu ist in der Bundesrepublik so durch die Gemeinden doch auch ein Stückchen heterogen. Nicht jede Stadt, jedes Stadtrechenzentrum ist begeistert davon, eine Open-Source-Software zu betreiben, weil natürlich die erste Frage ist immer, wie sieht es mit der Servicierung aus? Wen rufen wir an, wenn es nicht funktioniert? Wie ist die Garantie, die Absicherung hinsichtlich eben der regelmäßigen Patches für Security etc.? Da ist eine kommerzielle Software die sicherere Seite. Die andere eben, Sebastian hat es gesagt, erfordert Kompetenzaufbau. Man muss das dann viele Dinge in-house haben, die man ansonsten vergeben kann. Das haben wir ja lange gemacht, also und war auch sozusagen State of the Art. Die Verwaltung vergibt so viel wie möglich, kriegt auch dann häufig gute Produkte, aber der interne Kompetenzaufbau oder es ist eher ein interner Kompetenzabbau, der dann auch ein Stück weit passiert. Man wird immer abhängiger von den Dienstleistern, hat immer weniger Kompetenz einzuschätzen und Verbindungen herzustellen und hat halt auch lauter Softwares, die keine offenen Schnittstellen haben. Man kann keine Daten tauschen, man kann keinen Data Lake irgendwie damit versorgen. Und das ist so die Gratwanderung, auf der man da ein Stück unterwegs ist. Mein Fazit ist, Open Source ist nicht leichter als kommerzielle Softwares einkaufen. Es ist eher schwerer. Ich gehe auch nochmal an den technischen Punkt. Jetzt haben wir Open Code schon genannt, andere Open Source Software. Der Charme von den Lösungen ist, ich kann die mal schnell ausprobieren. Ich würde mir gerne mal DPaaS anschauen oder irgendeine App oder eine andere Lösung. Das heißt, ich wäre jetzt aus der Open Source Welt gewohnt. Ich gehe auf GitLab, ich klone mir das Repo und ich starte den Container. Das geht, bestenfalls geht es auf dem Laptop, also bei uns geht es nicht, weil wir keine Adminrechte haben, also kann ich nicht notwendige Dinge installieren. Und sonst geht es auch nicht, weil ich nicht mehr auf den Server Zugriff habe. Dann telefoniere das mit der IT und mit dem Dienstleister und dann muss ich einen Monat lang einen Server spezifizieren, von dem ich gar nicht weiß, was ich brauche und wie groß er sein soll. Das ist mir völlig egal. Ich will es ja nur testen. Und das ist auch ein Problem. Und wir haben jetzt Glück, ne? Wir haben es jetzt gelöst durch diese Inhouse-Cloud. Das ist Open Source, da kann ich alles drauf machen. Ich habe Zugriff und wenn ich sie abschieße, dann kann ich sie auch wieder neu starten. Das ist kein Problem. Und diese Angst, ich kenne das halt auch aus anderen Unternehmen, Organisationen, weil ich woanders gearbeitet habe, da wurde auch professionelle Software entwickelt. Dieselbe Angst war ja auch da. Sitzt eine junge Data Scientistin und hat einmal einen Service abgeschossen und sagt, okay, ich traue mich da nicht mehr ran, wenn es das Leitsystem ist. Ja, das ist halt doof, so von der Kultur her. Und da hatte ich dieselben Diskussionen ja, mit dem DevOps-Team, bis man mal was probieren darf auf ihrer Infrastruktur. Das hat schon viel Innovation und viel Drive einfach immer getötet, ehrlicherweise. Und das ist halt, damit muss man eben auch rechnen. Aber ich glaube, wenn man es jetzt kommerziell organisiert, ist es ja im Prinzip dasselbe. Man kann Software einkaufen, muss wieder lange mit dieser eigenen Dienstleister reden. Und ich glaube, die Kompetenz in-house immer aufzubauen und wenigstens eine Entscheidungsfähigkeit zu haben, zu entscheiden, wie baue ich es auf, welchen Weg möchte ich gehen. Wir nennen das auch technische Souveränität, ist total erstrebenswert. Und schon allein deswegen lohnt es sich, mit Open Source zu beschäftigen. Vielen Dank für diesen Einblick. Ich möchte nochmal die Einladung ans Publikum aussprechen, gerne sich mit Fragen hier einzubringen. Wir haben auch schon jemanden, der da steht und eine Frage hat. Daniel Janet nochmal. Meine Frage war, betrifft die Open Source Problematik. Ist nicht vielleicht auch eine Kommerzialisierung, also eine stringentere Kommerzialisierung etwas, oder wo man auf bekannte Mechanismen zurückgreifen würde? Also wenn DPaaS zum Beispiel direkt in Konkurrenz treten würde mit anderen europäischen Städten, die vergleichbare Lösungen anbieten und das alles ein Bezahlmodell dahinter stehen würde, statt dass man sich so auf eine Förderung oder eine öffentliche Unterstützung quasi immer daran anlehnen muss. So wie es gefragt wurde, denke ich, muss ich da wahrscheinlich was zu sagen. Wir wollen DPaaS nicht kommerzialisieren und das kann man auch, also eine Stadt, kann ja nicht ein wirtschaftlicher Akteur sein. Also das könnte keine städtische Tochter sein, die anfängt, das zu vertreiben in dem Sinne. Es können, weil es eine Open-Source-Software ist, andere Firmen das installieren, vertreiben und auch Provider werden sozusagen. Das ist
ja grundsätzlich möglich. Und es muss ja immer eine Rechtfertigung dafür geben, warum der Staat jetzt Dinge macht, entwickelt, baut, die es auf der Welt ansonsten auch durch nichtstaatliche Akteure, also durch die freie Wirtschaft gemacht und hergestellt werden können. Wir haben mit DeepAS angefangen zu einem Zeitpunkt, da war das alles noch sehr früh und dieses Geodatenbeteiligungssystem, wie wir es da entwickelt haben, in der Form, das war noch nicht so richtig existent. Und nun sind wir immer weiter mit dem Thema digitaler Zwilling und verknüpfen DeepAS mit dem sich entwickelnden Zwilling, mit einer so einer Software, einem Open Source Software Bundle. Und unsere Intention ist ganz klar, wir stellen das zur Verfügung, damit andere das nachnutzen können, damit sie es aufgreifen können, damit sie sich Teile, Ganzes, Ideen da rausholen können. Und das hat dann vielleicht auch eine Rechtfertigung, dass das von der öffentlichen Hand gemacht wird. Und kommerzialisieren können das andere. Die können das einfach nehmen. Dataport kommerzialisiert das in gewisser Hinsicht, wenn sie das als Software as a Service anbieten, dann ist das ein Geschäftsmodell so. Und das können auch weitere, wenn sie das denn wollen, weil unsere Lizenz GPL3 das völlig erlaubt. Also die ist Copyleft. Sie können es halt nicht privatisieren, aber sie können es bei sich laufen lassen, so wie auch andere Open Source Softwares ja auf kommerziellen Rechenzentren laufen oder verbaut sind, aber deswegen nicht zum Eigentum werden. Ich würde gerne nochmal auf die Mitglieder der Communities eingehen. Wie funktioniert die Aufnahme in euren Communities für die Mitglieder? Gibt es eine Auswahl und wenn ja, basierend auf was? Und wer sind so die Teilnehmenden? Vielleicht könnt ihr darüber nochmal erzählen. Bei uns klappt es gerade über eine E-Mail an mich. Also es ging bisher immer über Empfehlung, dass jemand gehört hat, dass wir das Interessantes machen. Kam die E-Mail und dann, wenn man sich dafür interessiert, sind alle willkommen. Das war es eigentlich auch schon. Aus Solingen an sich, wir haben da noch genau das Problem mit dem noch nicht veröffentlichten Quellcode. Deswegen teilen wir den Quellcode nach Beitritt. Grundsätzlich aber ist es auch sehr niederschwellig. Also in der Regel haben Städte Interesse. Dann stellen wir, aber wir jetzt sind die Entwicklungspartnerschaft, das macht also nicht nur immer Solingen, sondern auch möglicherweise mal andere, in der Regel mal vor und dann geht es uns aber eigentlich genau darum, dieses Mindset abzuklopfen. Oft fragen dann Städte auch, wir sind klein, wir haben gar nicht vor, in der nächsten Zeit oder gar keine Mittel, irgendwie ein Modul bereitzustellen. Wie viel müssen wir denn in den Topf reingeben, um uns bedienen zu können? Und das ist genau der Punkt, das ist halt nicht nötig. Ne? Also ich kann halt auch einfach Mitglied werden, 10 Jahre jetzt partizipieren und wenn ich in 10 Jahren ein tolles Modul baue, haben alle Städte davon gewonnen, aber keine Stadt hat vorher dadurch Kosten gehabt, dass wir möglichst breit aufgestellt sind. Also da sind wir auch erstes Gespräch und dann tritt man formal noch einmal bei, damit wir ist gerade ein bisschen bürokratisch noch an dem Punkt wegen der Lizenz, aber dann ist man dabei und wird dann eingeladen. Und meistens ergeben sich in diesen Gesprächen aber auch schon die ersten Anknüpfungspunkte, weil die Städte ja Ideen haben, Use Cases vor Augen haben, was sie mit ihrer City-App machen wollen. Und da versuchen wir im Vorfeld schon so ein bisschen zu matchen, wer hat vielleicht einen ähnlichen Use Case und vielleicht sind das dann in den Gesprächen schon die ersten 2, die sagen, hey, das Modul entwickeln wir zusammen, gemeinsam, ob wir jetzt die Ressourcen teilen, die Entwicklungskosten uns aufteilen oder ob wir einfach nur der eine entwickelt und der andere hat gute Ideen, das unterstützen. Bei uns ist das auch ganz einfach. Also Beitrittsformular auf deepas.org runterladen, ausfüllen, eintragen, wer soll Mitglied von Techcom und Stracom sein, unterschreiben, zurückschicken. E-Mail-Adressen angeben für die Einladung zu den Sitzungen sozusagen. Dann kommen die Einladungen und dann fängt man an und mal gucken, wo die Matches dann sind und welche, wer dann installieren will, nutzt die technische Hotline oder wer sagt, ich möchte es als a Service bekommen, der setzt sich da entsprechend auch in Verbindung und dann kann das losgehen. Claudius, du hast jetzt vorhin diesen Kompetenzabbau an digitalem Wissen, sage ich mal, angesprochen. Sind diese Communities denn ein Weg dagegen anzugehen? Und wenn ja, vielleicht könnt ihr alle 3 mal darüber reflektieren oder so ein paar Erfolgsgeschichten erzählen, was so ganz klare Vorteile sind, die Mitglieder eurer Communities haben, wo sich das so gezeigt hat, dass es schon richtig gewirkt hat, ne? Dass man in dieser Community ist und sich da austauschen konnte und gegebenenfalls zusammenarbeiten konnte oder Wissen generieren konnte. Ich finde, Sebastian hatte das schön deutlich gemacht, was an Kompetenz dann schnell gepoolt werden kann, was auch ungewöhnlich ist, was also so nach meinem Eindruck noch nicht in vielen Kommunen, das ist ein neuerer Drive, der da jetzt reinkommt. Was bei uns bis zum letzten Meeting war das so, das war auch ziemlich cool, da war Kiel seit längerem da, also mal wieder
da, weil Terminkonflikte waren. Und dann haben wir dann gemerkt, wie eng die Verknüpfung ist zur kommunalen Wärmeplanung und wie gut das zu Regensburg mit dem Wärmezwilling passt. Und dann wurde es dann so ein Fachgespräch, so ein energetisches Fachgespräch, und da haben alle wieder was gelernt. Und auch aus der entwickelnden Sicht wissen wir dann, mit welchen Daten wir arbeiten, wie wir die verarbeiten und warum die wichtig sind. Also was ist dann das Ziel am Ende? Und so sehen halt die mehr aus der Fachebene kommen, wie so eine Softwareentwicklung halt laufen kann. Worauf es zu achten ist, man gewöhnt sich auch ein bisschen an die Sprache. Das ist ja auch mal so ganz wichtig, was man da so für Begriffe hört. Für uns ist als eigentlich das Coole, jetzt komme ich auch wieder mehr über das Thema Plattform und Selbstkompetenzaufbau, dass man mal sieht, was man an einem Vormittag so schaffen kann. Ein Prototyp deployen oder was ausprobieren oder mal einen Sensor, das ist jetzt bis zur Data Week das nächste Ziel, Sensorteststrecke. Also kurz konzipieren und dann den Sensor hinlegen und daneben einen Bildschirm, wo die Plattform läuft, und dann schickt er das übers Internet und wird angezeigt. Geht halt einfach auch schnell und man merkt, es sind komplizierte Technologien, es gibt zu allem eine Dokumentation und ein Handbuch, aber ich muss das nicht alles vorher 1000-mal lesen. Ich lerne halt durch das Tun sehr viel. Dann gibt es ein Video irgendwo, das kann ich anwenden, dann kenne ich vielleicht jemanden, der mir helfen kann. Und dann kommt man schon erstmal rein und baut die erste Einstiegshürde ab. Dann weiß ich auch, warum ich am Ende einen Entwickler brauche, der mir dann am Ende hilft. Ich finde das auch bei Open Source auch häufig, das sieht immer so aus, als könnte es dann jeder. Und so gibt es, also so finde ich, geflügeltes Wort kann ja nicht so schwer sein. Das haben die mal schnell gemacht. Und ja, kann nicht so schwer sein, aber es hat auch einen Grund, dass die Leute dann da sind und das tun. Ich glaube, man baut auch so Respekt gegenseitig auf für die Fachlichkeit. Das ist immer gut, wenn man Leute zusammenbringt. Wie flexibel sind diese 3 Partnerschaften, um sich an einerseits Technologien anzupassen, die sich ja verändern, aber eben auch an sich wandelnde städtische, kommunale Bedürfnisse? Ihr habt das schon ein bisschen angesprochen, aber ich will es nochmal so konkret fragen, inwiefern ist da auch eine Flexibilität dafür da, darauf sich anzupassen in diesen Partnerschaften, jetzt auch mit Blick auf die Zukunft, auf die nächsten Monate und Jahre? Bei der Open Smart City App sind wir im Prinzip über die Modularisierung jederzeit flexibel, wobei das natürlich auch, und vielleicht da auch nochmal auch an die vorherige Frage so ein bisschen anzuschließen, davon abhängt, wie ich mich als Stadt da aufstelle oder aufstellen möchte. Wir haben eine reine IT-Outsourcing-Strategie in Solingen. Das heißt, bei uns macht alles unser IT-Dienstleister, außer Sonderthemen wie zum Beispiel Smart City oder GDI auch, also die Geodateninfrastruktur. Das sind für uns Kerndienste. Die betreiben wir dann tatsächlich selber. So auch bei der Smart City, wo das Thema App zugehört. Und da haben wir tatsächlich 2 eigene Entwickler, die für uns eine Weiterentwicklung der App sicherstellen, auch schnell auf Situationen reagieren können. Weil wir aber nicht alle Anforderungen mit 2 Entwicklern abgedeckt bekommen, haben wir auf der anderen Seite Softwareentwicklungs-Projektleitungs-Know-how aufgebaut, um halt parallel auch Dienstleister zu steuern, die dann die Weiterentwicklung für weitere Module vorantreiben. Also das geht beides so ein bisschen Hand in Hand, sowohl quasi die Projektleitungs-Know-how-Aufbau oder Skill-Aufbau, als auch wirklich der harte technische Part bis hin, und ich muss die App ja irgendwo drauf betreiben, dass wir auch die Server-Applikationen dann, die Server selber, also nicht die Server, die stehen bei uns im Rechenzentrum vom IT-Dienstleister, aber die Applikationen, dass wir die auch selber betreuen, dass wir da auch wirklich immer souverän sind. Weil das ist für uns immer essentiell, dass wir bei allen Themen, auch wenn wir sagen, wir haben eine IT-Outsourcing-Strategie, dass wir bei allen Themen immer noch ausreichend Know-how im Haus haben, um es selber machen zu können. Also zum Beispiel auch der oder der App Store-Account für den Apple App Store und für den Google Play Store liegt bei uns bei den beiden Entwicklern, beziehungsweise bei uns auch. Das heißt, egal was passiert, egal was mit den Dienstleistern passiert, wir sind immer Herr über unsere App. Und so machen das die anderen Entwicklungspartner auch. Das ist halt der Punkt. Und dann, wenn neue Anforderungen kommen, alles geht, aber nichts muss. Also ich habe möglicherweise den Use Case, dass mein Oberbürgermeister da steht und sagt, ich hätte gern ein Stellenportal, aber es soll pink sein. Und ich brauche das in 3 Wochen. Dann erlaubt die Entwicklungsstruktur, dass ich das als Stadt eben mal schnell mache. Dann trage ich aber natürlich auch den Aufwand alleine. Es muss dann nur zum Rest auch passen. Hingegen kann ich aber auch die Situation haben, dass ich sage, Mensch, kommunale Wärmeplanung ist ein Thema, da fehlt mir jetzt eigentlich gerade ein schlechtes Beispiel, der Bezug zur App, aber das ist was viele Städte beschäftigt. Lasst uns das gemeinsam machen. Und dann arbeiten wir mit 3, 4 Städten und da synchronisieren wir uns und das Ergebnis wird deutlich besser, weil wir alle reingearbeitet haben, Ressourcen geteilt haben, als wenn ich eben in 3 Wochen mein rosa Stellenportal durchpeitsche. Beide Optionen funktionieren. Also ich habe dann die Möglichkeit, mich als Stadt dafür zu entscheiden, Weg A oder B oder halt die Mitte zu wählen. Möglichst wenig Zwang durch die Struktur drumherum.
Und nur um das zu verstehen, die Entwicklung liegt dann sozusagen bei den Entwicklern der jeweiligen Partnerstädte aus der Community. Da gibt es dann keine zentralen Entwickler aus der Community herausgestellt oder so, sondern das ist so Genau. funktioniert das. Da aber auch halt ganz unterschiedlich aufgestellt. Also die einen entwickeln mit der Universität, andere mit Startups. Wir haben jetzt 2 eigene Entwickler, machen aber auch viel mit anderen Unternehmen aus dem Umfeld. Also da gibt es die verschiedensten Modelle, wie das zusammenkommt. Welche Pläne und Ideen gibt es für die Weiterentwicklung eurer Partnerschaften? Was mich interessiert, sozusagen im Sinne der Nachhaltigkeit auch, wie können diese Communities über den Förderrahmen hinaus wirken? Wie stellt ihr euch da auf? Was gibt es so für Ideen, wie es vielleicht dann auch weitergehen kann? Unsere Community ist ja gerade jetzt 9 Monate alt, also noch ein Krabbelkind. Wir möchten erstmal, dass sie laufen lernt und selbstständig Schritte gehen kann sozusagen. Also deswegen jetzt die weiteren Wege, das ist noch der Zukunft vorbehalten. Wir haben uns von der Grundkonzeption das so zurechtgelegt, dass es halt auch ohne MPSC gehen kann. MPSC ist jetzt ein Katalysator, aber MPSC muss nicht immer da sein, damit das funktioniert. Das ist eine wichtige Grundstruktur sozusagen. Viel Support geht auch nur, wenn man eine gewisse kritische Menge von Mitgliedern hat. Wir wissen nicht, wo dieses Level liegt, aber irgendwo wird es existieren. Im Moment haben wir halt also noch keine echte Organisationsstruktur, also keine Rechtspersönlichkeit für diese Community. Vielleicht braucht man die aber irgendwann. Und dann gibt es ein paar Rechtspersönlichkeiten auf der Welt, die für sowas in Frage kommen. Also der e.V. ist eine Möglichkeit vielleicht, oder vielleicht ist auch eine Genossenschaft eine Möglichkeit. Das sind aber Fragen, ich glaube, da müssen wir in 3 Jahren, frag mich dann nochmal, dann habe ich konkretere Antworten vielleicht. Wir sind noch ein bisschen jünger als die Pass-Community, deswegen hat Claudius das super vorgelegt. Geht auch darum, dass erstmal funktioniert. Und bei uns ist vielleicht so gestaltet, solange die Leute Lust haben und daran mitzuwirken und Thema wichtig ist, kann es halt funktionieren. Aber jetzt soll es auch erstmal ein paar Monate laufen. Ich würde für die Open Smart City App Entwicklungspartnerschaft sagen, wir brauchen hoffentlich keine 3 Jahre mehr. Das wäre zu lang. 3 Monate hingegen ist wahrscheinlich auch zu kurz. Also das sind genau die Fragen, die wir uns gerade stellen. Also wie wir jetzt eine Organisationsstruktur uns aufstellen, Claudius hatte das erwähnt, es gibt da verschiedene Möglichkeiten, wie man das aufstellen kann. Da sind wir gerade genau in der Findung. Haben natürlich aber auch den Vorteil, dass, also wir als Soling sind im September raus aus der Förderung, aber die meisten sind natürlich noch mittendrin. Und da läuft das ganze MPSC-Programm ja noch eine ganze Ecke. Wie das aber in 5, 6 Jahren aussieht, das ist sicherlich ein Punkt, den ich heute gar nicht beantworten kann, wo wir uns aber, glaube ich, Gedanken zu machen müssen, wie wir das Ganze wirklich verstetigen, dass die Strukturen, die wir schaffen, nachher nicht im kommunalen Alltagsklein-Klein unter die Räder kommen. Also das wäre genau das größte Desaster, was auch im Rahmen der Förderung einfach passieren könnte. Wir entwickeln alle was, wir haben tolle Use Cases, die sind auch alle übertragbar, weil sie Open Source sind, aber die Struktur dahinter fehlt. Das ist, glaube ich, was sich jetzt wirklich in den nächsten Jahren herauskristallisieren muss. Aber da müssen wir uns sicherlich, also ich möchte das nicht auf die lange Bank schieben, das ist sicherlich ein Thema, dem wir uns stellen müssen. Ich merke schon, meine Abschlussfrage funktioniert jetzt leider nicht mehr. Die wurde jetzt kaputt gemacht. Ich wollte euch nämlich eigentlich fragen, wo ihr eure Communities in 5 Jahren seht, aber das habt ihr jetzt alle 3 schon verneint, dass es dazu eine Aussage gibt. Aber dann mache ich es mal kleiner. Wo seht ihr euch in 5 Monaten? Was wollt ihr dann erreicht haben? Welche Fragen wollt ihr geklärt haben? Wie viele Mitglieder wollt ihr vielleicht haben? Was sind so eure Wünsche und Ziele für ab jetzt in 5 Monaten? Also im August, 1 Monat vor eurem Förderende. Nehme ich das gerne direkt auf. Also genau, also in 5 Monaten haben wir wünsche ich mir, dass wir eine Struktur haben, wie wir die Open Smart City App weiter mit den anderen Städten gemeinsam entwickeln. Wir wollen in der Zeit organisch wachsen, sicherlich nicht exponentiell und eher merken wir auch, wir sind an eine gewisse kritische Menge gestoßen. Vielleicht kann die Überlegung, die wir dann auch jetzt anstellen, auch nachher in gewisser Weise dazu beitragen, dass andere Open-Source-Produkte, die entwickelt werden, auch entsprechend nachgenutzt werden können. Blaupause klingt jetzt ein bisschen vermessen. Es gibt ja die super Themen, die wir gerade die ganze Zeit gehört haben, an denen wir uns hier orientieren. Aber vielleicht kristallisiert sich da so ein bisschen was raus und vielleicht gibt es dann auch eine Unterstützung von zentraler Stelle, dass man sagt, okay, das ist der Weg, wie wir die Projektergebnisse aus der MPSC-Förderung absichern. Dass die Community auch mit einem Entwicklerteam dann ausgestattet ist, so von der Größe von so einem Pizzakarton, also so klassische Teamgröße, wo es gut funktioniert, dass sich die Arbeit gut verteilt,
dass wir unser Softwareprodukt bei 3 Kommunen in Produktion haben. Das wäre cool, wenn es repliziert wird, weil dann lernt man halt was, kriegt Feedback. Und jetzt mal in Cut geguckt, dass wir das Thema Simulation da noch mit einbauen. Für DPAS Community, wir wünschen uns, und ich würde mich wahnsinnig freuen, wenn noch mehr dazu stoßen würden, wenn noch andere Kommunen Interesse haben. Und wir wollen jetzt anfangen, eben zu diskutieren, wie die Reise weitergehen soll. Also jetzt kommt eben das 3.0, das für die Community erst einmal gemacht ist und ein Stück auch schon mit der Community gemacht ist. Und dann kommen neue große Fragen. KI zum Beispiel, KI-Integration, da sind wir schon am Rotieren, aber das ist noch ein großes Thema. Aber auch kleinere Dinge. Also DPAS kann bestimmte Dinge gut, aber andere Dinge kann es noch nicht. Die waren aber eigentlich gar nicht so weit weg. Also textbasierte Beteiligung zum Beispiel, dass man auch nicht was auf der Karte, sondern was im Text funktioniert. Das ist technisch eigentlich nicht so schwierig, muss trotzdem gut gemacht werden. Kann man drüber reden vielleicht. Also würden wir gerne drüber reden, ob wir in der Community die Kraft haben, sowas voranzubringen. Also gemeinsam jetzt Schritte gehen. Also das Krabbelkind auf die Füße stellen und gucken, dass man die ersten Schritte macht und dann hoffentlich werden die immer größer. Wünsche ich euch auf jeden Fall viel Erfolg mit den krabbelnden Kindern, dass sie dann bald laufen können. Vielen Dank für die Diskussion und einen schönen Abend noch. Danke für die Moderation. Danke, gleichfalls. Tschüss.